Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Es heißt Tagebuch, aber das heißt ja nicht, dass wir auch mal das Experiment wagen können, einen Tag einfach nur zu zeigen. Wir werden heute mal durchs Wunderland laufen mit der GoPro auf dem Kopf und schauen, ob es am Ende ein ganz normaler Gerrit-Tag ist. 8 bis 18 Uhr haben wir uns vorgenommen. Das heißt, wir werden in diesem Raum sicherlich oft mal kurz einen Break machen müssen, weil wir den Akku wechseln müssen, so alle 1 bis 1,5 Stunden. Vielleicht muss ich auch mal aufs Klo und ganz ehrlich, das drückt ganz schön. Mal gucken, ob ich es durchhalte. Wird auf jeden Fall ein spannender Tag. Am Ende der Folge will ich euch noch ein bisschen Bilder zeigen und ein bisschen von den Erlebnissen berichten von der großen Sturmflut, die wir hier im Dezember hatten. Da freue ich mich auch schon drauf. So, letzte Vorbereitung. Momentan hat die Kamera den Ton. Den klaue ich der jetzt, weil danach will ich loslaufen. Also Ton weg. Jetzt müsste der Ton eigentlich hier sein. Und dann fangen wir den Tag mal an. Moin. Ja, herzlich willkommen zur Italien-Besprechung. Wir haben lange darauf gewartet. Gerd, wie lange hast du gezeichnet und geplant und was weiß ich nicht? Doch, 1,5 Jahre fast. Ja, genau. Ne? Ja, nach 1,5 Jahren Planung sind die ersten spruchreifen Sachen, die meisten von euch kennen es ja schon, aber irgendwie gehört es dazu, dass wir jetzt einfach mal sagen, Bella Italia, ein Hauruck, es geht los, wir freuen uns. Was mir aufgefallen ist, ich habe damals den Anleger ungefähr 5 Meter von hier bis hier geplant. Ja. Weil ich die Sorge hatte, wenn man mit dem Schiff hier rausfährt, muss man hier ausholen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass ihr die Schiffe bis hier parkt teilweise und sogar in 2 Reihen. Das heißt, wenn ihr mit der AIDA hier rauskommt, stört das nicht, dass hier Schiffe stehen? Also dann machen wir es so. Was weiß ich nicht, 10 bis 16 Ladestationen im 1 Meter Raster. Wir gehen jetzt doch auf 8 Meter knapp vom Anleger her, auch wenn ich damals in der Software nur 5 vorgesehen habe. Wir können es einfach mal ausprobieren. Ja. Na? Wir haben hier den Gleiswendel und ich wollte einfach noch mal kurz hören, also wir müssen überlegen, wir gehen hier ziemlich hoch an die Decke, ja. Bauen das alles mit der Stahlkonstruktion auf, haben natürlich dann da oben auch noch Landschaft, wollten da oben Gips drauf schmeißen, das kann schon Tonne werden und das muss halt irgendwie stabiler werden. Wir werden dann irgendwo hier an die Decke gehen und ist die Frage, wie viel man oben hier noch von der Landschaft zieht. Ne? Also wir müssen uns vielleicht ein bisschen schräg nach oben ziehen. Wenn ich einen freien Wunsch äußern darf, natürlich so viel wie es geht, weil sonst ist es ein toter Bereich. Ja. Haut ihr die Magnetweiche jetzt wieder aus oder habt ihr eine Idee? Nur umgepolt. Okay. Und weißt du, ob oben schon die neue Version schon eingebaut ist, dass ich mir die mal angucken kann? Ah, dann gehe ich mal hoch. Super. So, das ist diese hier Magnetweiche mit der großen Hoffnung. Genau. Also die haben wir jetzt auch schon mehrere Tage hier laufen lassen und keine Probleme mehr mit falschen Magnetfeldern oder so? Nix. Gar nichts. Wunderbar, also wirklich. Vor allem das Schöne ist, es kann nichts mehr wegbrechen.
Du kannst hier auch mal, wenn es blockiert ist, gerade dann passiert einfach nichts. Der Magnet rutscht einfach drunter durch. Cool. Ja, bin Und ich das echt nächste- gespannt. Das wäre gigantisch, ne, wenn das klappt. Und der nächste Riesenvorteil ist, wenn man jetzt guckt, muss das hier immer genau im Winkel Ja, zu dem Ding sein. ja. Wenn die Dinger nur ein bisschen schief sind, Verkanten sie. Und verkanten sie oder verschleißen. die bricht natürlich ganz schnell das Ding auch Ja. ab. Und bei dem du kannst, ich sag mal, bis 15 Grad rauswandern, runter durchziehen, das interessiert das Ding überhaupt nicht. Das heißt, wir sind viel, viel freier mit den Antrieben, wenn es so klappt. Ne? Ah, für Axel. Ja, Ja, weil er mit dem Fahrwerk irgendwie kämpfte, ne? genau, der wollte nochmal eine Seitenansicht haben. Und da hätten wir. Ja, geh ich mal gleich zu ihm hoch. Ja, viel Spaß damit. Danke. Na, guck mal, Ach, das ist aber bin gerade bei Jens vorbeigekommen. Ja, super. Dann kann ich da ja mal weitermachen. Mit dem guten Stück. Ja, auf den freue ich mich. Weißt du, dass ich den vor 13 Jahren in Knuffing schon einprogrammiert habe? Nee. Den Rüstwagen. Also ganz am Anfang. Und dann haben wir den immer rausgeschoben. Krass. Ja, da war aber, das ist ja ein ganz neuer, den hat die Feuerwehr neu angeschafft. Da war das noch der alte. Und dann hieß es nämlich irgendwann, Rüstwagen fährt die Feuerwehr Hamburg nicht mehr. Dann war ich ganz traurig, dass ich mir die Arbeit umsonst gemacht habe. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie es jetzt doch wieder machen. Also ich freue mich immer, den anzugucken. Ja, der ist schon was Besonderes. Meisterwerk von Jens. Jetzt müssen wir oder schräg besser du da irgendwo ein Meisterwerk von uns draus machen. Bin echt super gespannt. So, ich kriege den Kopfschmerzen Stück für Stück, weil die Kamera doch ganz schön drückt. Deswegen haben wir jetzt mal gesagt, wir wechseln mal auf den Brustgurt und machen damit weiter. Bis jetzt war der Tag, ich sag mal so, relativ langweilig, könnte man fast sagen. Es war noch nicht viel los, es gab auch keine besonderen Zwischenfälle, aber er ist ja noch jung. Wir machen mal weiter. Na, du wolltest mir noch das Hochhaus zeigen, hast du mir wohl nur gesagt. so Vorversuche, Ja. was wir machen wollen. Also es ist noch nicht ansatzweise fertig. Es geht nur darum, ob es im Prinzip überhaupt machbar wäre. Also gedacht ist es ja, die Sprengung setzt sich ja normalerweise von unten nach oben fort. Das heißt, das wäre der Vorzustand. Das Ja. muss ich jetzt natürlich noch vorstellen mit irgendwelchen kleinen Trennwänden drin, die wegkippen. Und dann soll das ganze Ding in sich halt richtig zusammensacken. Fang mal an. Ha, ha, ha. Ich habe noch nicht richtig getroffen. Mach nochmal. Oh. Warte mal eben. Aber wo ist der Aggressionsordner? Also heute, nach dem heutigen Tag, würde ich eindeutig sagen, ich möchte. Doch, komm. Ich will auch mal. Ah nee, wir haben keine Pfeile für dich. Pass auf. Ah! Na gut. Okay. Nee, die mit Lachs. Mit Lachs als Spaghetti. Wie heißen sie noch? Salmone. Auf 3. 1, 2, 3. Italienisch für Anfänger. So, und damit das nicht geht,
brauchen wir Ampeln. So, hier auf der Kamera sieht man es am besten, 16:17 Uhr. Nicht, dass es hier heißt, wir haben geschummelt. Ja, wir müssen ein bisschen schummeln, denn mir ist eine blöde Sache aufgefallen. Ich mache so am Tag 2 bis 3 Stunden E-Mails und das wäre ein bisschen unfair den Absendern gegenüber, wenn ihr meine E-Mails mitlest. Also, jetzt kommt so der letzte Teil des Tages, E-Mails machen, ein paar Softwareänderungen, dann geht es nach Hause zur Familie und heute Nacht wird ein bisschen programmiert. Der Tag heute war ein bisschen anders als gewöhnlich. Normalerweise sitze ich mehr am Schreibtisch, weil die E-Mails macht man so ein bisschen just in time. Hier und da wird ein bisschen programmiert. Es gibt auch mal Personalgespräche oder irgend sowas. Heute ist man vielleicht ein bisschen disziplinierter gewesen, aber es war relativ normal. Viele Sachen, die man so am Tag klärt, sich zeigen lässt, wo die Neugierde mich einfach mal irgendwo hintreibt. Sozusagen ein ganz normaler Gerrit-Tag. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das nachher im Zeitraffer aussieht. Mal gucken. Es gab ja noch ein Thema, was ich angekündigt habe, und zwar wir hatten am 8. oder 9. Dezember, 6. Dezember so einem Dreh hier in Hamburg die größte Sturmflut seit Jahren. Wir waren darauf vorbereitet, es gab die Warnung vorher. Es ist immer so, wenn die Sturmflut ein bestimmtes Maß erreicht, dann geht der Wunderland-Parkplatz unter Wasser und der Keller geht auch unter Wasser. Das ist so der Zeitpunkt, bis zu einer bestimmten Höhe bleiben wir im Gebäude und sichern das Gebäude ein bisschen. Dann heißt es seit so 3 bis 4 Stunden warten, bis das Wasser wieder abfließt. Und die Impressionen, die dabei entstanden sind, wir haben nämlich eine GoPro-Kamera auf den Parkplatz gestellt, beziehungsweise oben ans Gebäude, um mal zu zeigen, wie die ganze Flut kam. Und wir gehen so an bestimmte Punkte, die wir so kennen, die als erstes unter Wasser gehen. Wir haben uns diesmal wieder den Spaß gebracht, den wir vor, ich glaube 8 Jahren war es schon mal gemacht haben, dass wir ein Skandinavien-Schiff unten mal das Wunderland grenzenlos gemacht haben, sozusagen, indem wir das in die große, weite Welt fahren lassen haben. Diesmal war es ein bisschen zu windig, um das lange zu treiben, aber es hat einfach sehr viel Spaß gemacht und das Bild ist um die Welt gegangen. Und der Keller geht jedes Mal unter Wasser. Das heißt, wir räumen dann am Tag vorher oder die Tage vorher den Keller leer und dann muss so ein bisschen geguckt werden, ob alles in Ordnung geht. Diesmal war das Wasser jedoch so hoch, wie gesagt, seitdem wir hier drin sind, noch nie, dass auch auf dem Parkplatz es echte Probleme gab, dass selbst Schuttcontainer weggeschwommen sind und wir am nächsten Tag das alles aufräumen mussten. Der Schuttcontainer hatte sich auf unser Parkplatzhäuschen gesetzt und vor allen Dingen die ganze Parkplatzabsperrung ist weggeschwommen, aber da hat Stefan mit seinem Geländewagen viel Spaß gehabt. Der ist nämlich da ein bisschen, dem ist es egal, ob eine Schramme in der Stoßstange ist und hat das alles mit seinem Autochen wieder hingeschoben und wie gesagt, viel Spaß gehabt. Nachts war es, wie gesagt, kurz ein bisschen kritisch, als das Wasser so hoch ging, dass der Haupttraboraum hätte unter Wasser gehen können. Aber da ist zum Glück toi 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 nichts passiert. So viel für die heutige Folge von Gerrits Tagebuch. Ich freue mich wie immer auf die nächste Folge und hoffe, dass wieder viele zusehen. Bis dann, danke, tschüss.